Hallo Manuel. Hallo Kari. Hallo Matthias. Servus. Und hallo liebes Publikum hier in Wien. Ist das schön. Manuel, du bist aufgeregt. Wir sind jetzt heute mal wieder mit einem echten Publikum unterwegs. Richtig. Und ich finde es schön, dass das so langsam zur Tradition wird. Aber es ist einer unserer ersten Live-Podcasts außerhalb von Berlin. Und ich habe noch nicht so viel von Wien gesehen. Aber bis jetzt ist es sehr schön hier. Also wir sind gestern Abend angekommen in Wien. Und von den letzten 24 Stunden hat Manuel gefühlt in 20 in diesem Raum verbracht. Und hat alles vorbereitet. Es sieht eigentlich einfach aus. Wir haben 3 Mikrofone, einen Tisch und einen Laptop. Aber es ist alles hochkompliziert, die Technik, die hier hintersteckt. Ja, zum Glück sind wir in einem wunderschönen Raum. Da bedanken wir uns erstmal bei unserem Gastgeber. Das ist The Social Hub in Wien. Ja. Das ist ein wunderschönes Auditorium, was wir hier vorgefunden haben. Übrigens, wenn ihr das nur hört, weil ihr den Podcast ja normalerweise hört, dann gibt es jetzt ausnahmsweise auch eine Videoversion auf YouTube. Richtig. Ihr könnt dieses Video auf YouTube gucken, auf unserem YouTube-Kanal, falls ihr gar nicht wisst, dass wir einen YouTube-Kanal haben. youtube.com/easygerman ist unser Kanal. Danke an das Social Hub. Die haben uns hier gesponsert, unseren Aufenthalt hier. Und es ist wirklich ein schöner Ort. Es ist eine Mischung aus Studentenwohnheim, Hotel, Experience, würde ich sagen. Wir haben eine wahnsinnige Dachterrasse oben. Ja, richtig. Die haben wir. Wir haben hier einen VIP-Raum bekommen. Ja. Und das ist wirklich schön. Ihr könnt hier auch mal vorbeikommen. Und ja, willkommen erstmal Matthias. Du bist heute unser Spezialgast, denn wir sind ja in Österreich. Wir können So ja schön. nicht über Österreich reden ohne dich. Das geht natürlich nicht. Na, schön, dass du da seid. Ich freue mich voll, dass ihr endlich wieder in Wien seid. Ja. Und zum ersten Mal außerhalb Berlin mit dem Podcast seid. So schön. Hast du was verstanden jetzt? Ja. Na gut, ich sehe schon, ich muss mich heute ein bisschen bemühen Ja. oder langsamer sprechen. Schauen wir mal. Langsam. Schauen wir mal. Wir haben hier ein Publikum mit ungefähr 100 Leuten. Die meisten von ihnen leben in Wien und haben dieses Problem, das ihr jetzt zu Hause habt, jeden Tag. Sie hören österreichischen Dialekt und denken, scheiße, darauf hat mich niemand vorbereitet. Richtig. Ja, und um euch zu helfen, werden wir heute über nicht nur mit dir sprechen im Dialekt, sondern auch über Österreich sprechen. Wir haben gleich ein wunderschönes Thema der Woche. Aber bevor wir anfangen, werden wir jetzt einmal Janusz anrufen. Ja. Viele Leute haben gefragt. Oh ja. Janusz wird hier vermisst. Viele Leute haben gefragt, wie es Janusz geht. Und das werden wir jetzt mal hier im Podcast klären. Da ist er. Hallo Janusz. Hallo. Oh, warte. Ja, hier ist das Publikum. Ich schalte dich mal hier in die Nähe des Mikrofons. Sag mal Hallo an alle. Hallo an alle. Janusz, alle Leute fragen, wie geht es Janusz? Wie geht es dir heute? Mir geht's sehr gut. Es gibt ein sehr schönes Wetter in Berlin und ich fahre jeden Tag etwa 20 Kilometer mit meinem E-Bike. So schlecht geht's ihm nicht mehr, würde ich sagen. Okay, Janusz, also du bist nicht mehr so krank. Aber ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich muss die schlimmen Erinnerungen vergessen, so ein bisschen. Ja. Ja. Und ich muss mich so ein bisschen neu aufbauen. Aber das hängt vielleicht nicht Um das nochmal zu unterstreichen. Das hängt vielleicht nicht mit meiner Krankheit zusammen, sondern jedes Mal, wenn ich aus einer Reise nach Hause komme, muss ich mich selber erstmal neu erfinden. Ist normal bei mir. Ja, und jetzt aus der Reise aus dem Krankenhaus erst recht. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo Aber ich Janusz hinzeigen soll. Ich will mich gar nicht beschweren. Janusz, wir freuen uns, dass wir dich kurz gesehen haben. Wir haben auch schon eben beim Meetup dich connected mit ein paar Leuten. Das werden wir später nochmal machen. Es wird hier eine Janusz-Ecke geben. Und dann könnt ihr alle mit Janusz auch sprechen. Danke für deine
Ja, für deine Nachricht, dass es dir besser geht. 20 Kilometer mit dem Fahrrad, das ist schon was, ne? Gut. Ja. Okay, mit dem E-Bike, okay. Sag noch mal Tschüss, Janusz. Tschüss. Ciao. Okay. Thema der Woche. Manuel, wir haben ein Thema der Woche vorbereitet. Und zwar alle von uns hier in diesem Raum. Viele haben mitgemacht, denn dieses Thema haben wir gecrowdsourced. Geil, gecrowdsourced. Ist geil, ne? Ja. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man das auch vor allem mit österreichischem Dialekt? Keine Ahnung. Gruppenquellt, keine Ahnung. Gruppenquelle. Das Wort gibt es wirklich nicht auf Deutsch. Also bitte seid nicht böse, wenn wir jetzt ein englisches Wort benutzen. Wir möchten heute darüber sprechen, was ist eigentlich typisch österreichisch? Und unser Hauptthema ist Kulturschock Österreich. Viele von euch haben das erlebt. Ja, ihr lacht schon. Sorry schon mal, Entschuldigung für alle, das ganz schlimm war. Und das ist ja natürlich interessant, weil wir kommen aus Deutschland. Viele Leute wissen auch gar nicht, dass Deutschland und Österreich unterschiedliche Länder sind. Autsch. Ja, ouch. Da haben wir schon den ersten Tritt ins Fettnäpfchen gewagt. Aber ich meine, das ist ja normal, wenn man jetzt aus einem anderen Kontinent kommt, ne? Aus, weiß ich nicht, vielleicht aus Chile ist jemand hier, hallo, oder aus den USA oder aus Kanada, denkt man vielleicht, Österreich, Deutschland sprechen beide Deutsch und die sind fast ähnlich. Tragen scheinbar beide Lederhosen. Ja. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wir haben alle schwarze T-Shirts an, außer Manuel, der hat heute das Coldplay-T-Shirt an. Aber wir wollen heute mal darüber sprechen, was ist eigentlich typisch österreichisch. Und deswegen habe ich einige Themen vorbereitet. Ihr wisst noch gar nicht, was ich vorbereitet habe. Und ich habe das vorbereitet mit allen von euch. Ihr habt uns nämlich eure Antworten geschickt. Was waren eure Kulturschocks in Österreich? Was ist für euch typisch österreichisch? Und dann werden wir mal gucken mit euch beiden. Matthias, du musst dann natürlich das erklären. Und Manuel, du kannst ja mal gucken, ist das eigentlich auch typisch deutsch? Wäre das auch ein Kulturschock in Deutschland? Oder ist es wirklich österreichisch? Und dann können wir so mal ein bisschen die Feinheiten herausarbeiten zur Kultur. Super. Alles klar. Seid ihr bereit? Los Ja. geht's. Okay, wir fangen mal an. Ich habe wirklich diese Themen bekommen von den Menschen, die hier im Publikum sitzen. Ich habe gefragt, was ist für euch typisch? Was ist auch ein Kulturschock für euch gewesen? Die Menschen kommen aus aller Welt, kann ich schon mal sagen. Alle Nachbarländer von Österreich sind dabei. Slowakei. Welche gibt es noch? Tschechien. Ungarn, Italien, genau, ja. Deutschland. Genau, alle sind sie hier. Tschechien ist da, Ungarn ist da. Ihr könnt mal rufen. Hallo, hallo. Italien, ja. Italien sind einige Leute da. Wir kommen aus Deutschland. Welche Nachbarländer gibt es noch? Liechtenstein, Schweiz. Ja. Kroatien. Kroatien. Ganz in der Nähe. Und natürlich sind Menschen aus ganz Europa da und aus der ganzen Welt. Und wir fangen mal an mit dem ersten Thema, Matthias. Sauberkeit. Okay, Das schön. ist etwas, was uns auch schon aufgefallen ist. Die Straßen hier sehen aus wie geleckt. Total. Das war Schön- das schön Erste, gesagt, was ich schön gesehen habe nach der Ankunft. Ich dachte, es ist krass, dass das höchste der Gefühle ist eine Zigarettenkippe, die man mal sieht. Ja. Aber kein Müll. In Berlin sieht es total anders aus, kann ich schon mal sagen. Petra sitzt da oben aus Tschechien, hat geschrieben, sobald ich die Grenze von Tschechien nach Österreich überschreite, ist alles viel sauberer und gepflegter. Die Häuser sind repariert, die Felder sind bearbeitet, die Autobahn ist besser. Alles sieht einfach besser aus. Wie machen Sie das? Ich bin total dankbar für diese erste Frage. Dieser Schock ist voll okay. Also ein schöner Schock, würde ich sagen. Ja. Also ich kann nochmal für Wien sagen, wir haben da die MA48, die ist richtig cool. Was ist das? Das ist die Magistratsabteilung, die für den Müll in Wien zuständig ist. MA48? Ja. Klingt wie ein Geheimdienst. Ja. Also Es London ist hat den tatsächlich- MI6 genau, und ihr habt die die MA48 ist total cool. Das ist sozusagen die Müllabfuhr in Wien und die schauen, dass die Straßen und so weiter sauber bleiben. Ja. Erstens haben die nicht nur machen die tolle Arbeit und die haben einen richtig guten Humor. Ihr seht es vielleicht auf jeder Mülltonne in Wien, auf jeden Mistkübel, wie wir sagen. Mistkübel. Mistkübel, ja klar. Okay, das müsst ihr jetzt zu Hause schon mal lernen. Das Okay. heißt nicht Mülleimer in Österreich, sondern Mistkübel. Genau, Mistkübel. Mistkübel. Stehen richtig coole Sprüche oben
von der M48. So Sachen wie, heute haben wir schon gesehen, glaube ich, Mülle-Grazie. Mülle Grazie, Genau. ja. Das spricht Oder- die Italiener genau. hier an in Österreich. Oder ganz ja. österreichisch, nimm ein Sackerl für dein Gackerl. Das kann man vielleicht schon mal kennengelernt. Also für den Hundekot. Ja, Für klar. den Hundekot, ja. Verstehst du das, Manu, Klar. überhaupt? Also nimm eine Tüte für deinen Hundekot. Ja. Klingt nicht so cool. Nee. Sackerl fürs Gackerl. Aber ist okay. Und sag nochmal, wie sagt ihr das? Nimm ein Sackerl für mein Gackerl. Und das spricht ein Hund sozusagen. Genau. Schön, schön. Ja. Nächstes Thema, Matthias, es gibt positive Themen. Sehr schön. Und, Das nächste Thema ist, glaube ich, großteils auch positiv. Es geht um Essen. okay. Da haben viele Leute natürlich geschrieben, das Schnitzel ist typisch österreichisch. Paul aus UK hat, wo bist du? Hallo? Hat gesagt, möchte dir eine Frage stellen. Und zwar, ist es jemals okay in Österreich, einen Schnitzel mit Pilzsoße zu bestellen? Naja, da gibt es jetzt zwei Antworten. Die österreichische offizielle Antwort, nein. Ganz klar. Und ich bin ja der Meinung, jeder soll sein Essen essen, wie er es am liebsten mag. Aber wir sagen schon so Schnitzel mit Tunke, das wäre so eher ein deutsches Tunke? Essen. Was Ja, ist das sagen denn? wir gar nicht. Soße oder so? Keine Tunke, Ahnung. ja. Tunke, kennst du das Wort, Noch Mann? nie gehört. Typischerweise isst man das Schnitzel mit eigentlich Bödersükartoffeln. Mit was? Bädersükartoffeln. Was? Wie bitte? Bädersükartoffeln. Was ist das? Bäder. Bädersükartoffeln. Genau. Genau. Petersilienkartoffeln, ja, in Butter geschwenkt und mit Preiselbeermarmelade. Das wäre eigentlich die typische Wiener Version. Das ist auch ein Kulturschock. Schnitzel mit Marmelade. Ja, aber so, Warum? das ist schon sehr bekannt. Man isst ja Truthahn mit Cranberries und so. Also da gibt es schon viele Gerichte, die süß und savory, sozusagen süß und salzig verbinden. Dann sind noch viele andere Sachen aufgefallen. Zum Beispiel viel Wurst, Käsekreiner, Wurst mit Käse drin. Und folgende Anmerkung hatte Anna aus der Ukraine. Wo bist du? Du bist auch hier vorne. Die Österreicher essen einfach sehr viel Fleisch. Stimmt das? Ja, leider. Also es ist wirklich sehr viel Fleisch. Es gibt sehr viele neue Bewegungen in andere Richtungen, aber traditionell isst Österreich sehr viel Fleisch. Ja. Ja, ich habe auch noch nicht. Wir waren gestern einkaufen. Es ist schwierig, was Veganes zu Ich finden für hatte dich. Hummus gestern Abend und heute Morgen auch. Und heute Nein, Mittag zum auch. Mittag auch, ja. Morgen wahrscheinlich auch. Aber der Hummus ist richtig gut. Sehr Richtig schön, gut. sehr Ja. schön. Hummus, das ist das vegane Essen hier in Österreich. Julia aus Belarus ist auch hier im Raum. Hallo. Ja, sie hat Folgendes festgestellt. Brot essen zu jeder Mahlzeit. Das ist typisch Österreich. Ja, ich glaube, Österreich hat schon sehr besondere Brotkultur. Also wir haben tolle Bäcker und ich muss sagen, wenn wir in andere Länder fahren, gehen uns meistens das Brot von zu Hause ab. Das geht Und uns aber Was genau. heißt Das das? ist Das ähnlich. geht euch ab. Es geht uns ab, wir vermissen es. Es geht uns ab. Wir sagt nicht Ah. vermissen, sondern das geht Nein, mir ab. es geht mir ab, ja. Genau. Das klingt ein bisschen aggressiver. Es Richtig. geht mir ab hier. Ja, da geht's ab gleich. Na, das geht mir ab. Wir vermissen das. Und es stimmt, wir können zu jeder Speise, zu jeder Tageszeit Brot essen, ja. Valerio aus Italien hat festgestellt, dass ihr viele frittierte Sachen esst und die auch noch mit Butter beschmiert. Naja, es ist so, wir leben in einem sehr kalten Land Ja. und unsere Speisen sind sehr fettig, um über den Winter zu kommen. Ach so. Historisch. Das muss man schon sehen. Also Ja? viele frittierte Sachen und fettige und schwere Sachen wie Knädel und Frittierts und Kartoffeln sind eigentlich der Kälte geschuldet, ja. Und wie kommt man damit über den Winter? Man baut Fett an und Den Also Winterspeck. historisch, das ist jetzt ganz genau, man muss über den Winter gut kommen und je fettiger, desto setter ist man sozusagen. das ist gut, das wusste ich nicht. Wusstest du das? Wusste ich auch nicht. Ne. Ja, dann essen wir nochmal eine Käsekreiner extra für den Sehr Winter. schön. Dann haben wir das Thema Einkaufen. Matthias, ein riesiger Kulturschock, das haben wirklich fast alle geschrieben hier im Raum, sind die Öffnungszeiten der Geschäfte. Warum machen in einer europäischen Hauptstadt wie Wien die Geschäfte, morgen hier ist der Supermarkt um 18 Uhr geschlossen. Ja. Was ist da los? Das ist Gebiete, ja. Na, das ist eine total interessante Frage. Jetzt, es ist natürlich praktisch, wenn immer alles offen hat, aber man müsste es von einer anderen Seite sehen. Wien ist also sicher die letzten 50 Jahre sozialdemokratisch regiert. Wir haben ganz strenge Arbeitsschutzgesetze. Und ihr müsst mal schauen, ich weiß nicht, wie in eure Länder das ist, wer steht im Supermarkt hinter der Kasse?
Das sind sehr oft Frauen, das sind sehr oft Menschen aus sozioökonomischen Haushalten, die vielleicht weniger Geld haben. Und es ist auch ein Job, der nicht sehr gut bezahlt wird in Supermärkten. Und die Regierung in Österreich hat entschieden, als sozialen Faktor diesen Menschen den Sonntag freizugeben, um mit der Familie zu sein, und auch am Abend freizugeben, um wieder mit der Familie zu sein. Und es geht vielleicht ab, wenn man es nicht hat, aber wir haben es, seitdem es Österreich gibt, geschafft, immer rechtzeitig einkaufen zu gehen, auch wenn es am Sonntag das nicht gibt. Das Manuel, ist super. du findest das gut. Ich bin voll überzeugt und ich muss sagen, ich habe auch mal im Einzelhandel gearbeitet. Erst in Berlin und dann in der Schweiz. Und da ist es nämlich so ähnlich. Da hatten wir irgendwie am Samstag um 17 Uhr Feierabend. Und das ist einfach toll. Und dann haben halt auch alle gleichzeitig Feierabend und man kann noch was zusammen machen. Total. Das ist ja krass, Matthias. Schöne Erklärung, finde ich ganz interessant. Dann haben wir einen Kulturschock, den hat uns Anna genannt. Und zwar könnte das auch auf Deutschland zutreffen. Der letzte Kulturschock ist, wie schnell die Lebensmittel im Supermarkt gescannt werden. Und wenn nicht, fordern die Besucher sofort eine zweite Kasse. Ist dir auch schon passiert? Also ja, also für mich ist das ganz normal, die Schnelligkeit, aber das ist schön, dass das erkannt worden ist. Für mich ist das, also am schnellsten geht es immer bei Hofer, muss ich sagen. Also das ist immer so schnell, habe ich das noch nie wo gesehen. Ja, das ist doch das ist euer Aldi, oder? Unser Aldi, genau. Ist bei uns auch das das ist Schnellste. so schnell, das ist richtig schnell. Aber das stimmt, es gibt sozusagen die Bitte, zweite Kasse bitte, für eine weitere Kasse, falls dann schon 3 Menschen vorstehen und man es eilig hat sozusagen. Man muss ja auch alle bis 17 Uhr durchkriegen. Genau. Manuel, in Deutschland ist das auch so, dass das vielen auffällt und ein Kulturschock ist, ne? Dass die Leute an der Kasse stehen, piep, 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 Ja, piep, und du denkst, wie soll ich das alles schaffen? Weil man ja auch alles selbst einpacken muss. Ist das hier auch so? Alles Selbst einpacken. Ja, Das heißt, man muss auf jeden Fall vorbereitet kommen. Total. Ja. Ja. Kurze Frage an euch, wie gut versteht ihr Matthias bisher? Gibt man einen Daumen, ja, super? Okay. Geht so. Hat jemand Schwierigkeiten, Matthias zu verstehen? Soll er noch langsamer reden? Super, danke, liebe Leute, danke. Glück gehabt. Matthias, wir reden jetzt über ein Thema, das du gut kennst. Wir waren heute schon zusammen in deiner Haussauna. Es geht um das Nacktsein. Ich wurde schon gefragt, ja. Wurde heute schon gefragt. Ja, wir waren tatsächlich heute in deiner Sauna. Ja. Matthias hat eine Sauna im Haus. Das ist irgendwie etwas, was man in Österreich so hat. Valerio hat dazu geschrieben, er schreibt, FKK-Strand, Sauna mit Familie und Freunden, das Normalste auf der Welt. Richtig. Ja. Also wir haben auch mitten in der Stadt auf der Donauinsel einen FKK-Bereich Das hat zum Paul Beispiel. geschrieben, ja. FKK, 5 Kilometer an der Donau. Genau. Oida. Also diese Freikörperkultur ist schon was Wichtiges in Österreich und vor allen Dingen, frage ich mich. Warum, weiß ich vielleicht nicht genau, aber ich kann nur sagen, das, was besonders ist in Österreich, ist, dass man in der Sauna, dass die gemischte Sauna sind, also es gibt keine geschlechtergetrennten Saunen und es ist eine textilfreie Zone, also es gibt eine Warte, das müssen wir nochmal erklären. Textilfreie Zone. Was würdest du darunter verstehen? Kein Stoff, also gar nichts, kein Handtuch, kein Ja, so keine streng ist Unterhose? nicht, Ach Gott sei so. Dank. Also es ist tatsächlich Badehose und Bikini-Verbot in der Sauna in Österreich. Und was ist der Sinn davon? Dass Also- alle gleich sind. Wenn alle nackt sind, bis auf einer, ist total awkward. Also ich Ja. glaube, dass das ja von der Hygiene kommt, weil die Handtücher sind immer frisch, man muss auf dem Handtuch oben sitzen und wer ganz scheu ist, kann sich natürlich das Handtuch umgewickelt lassen. Es darf Aha. nur keine Bekleidung sein. Das ist jetzt wichtig zu erklären. Man darf ein riesiges Handtuch Ja, man mitbringen. wird wahrscheinlich trotzdem angestarrt. Ja. Also am wenigsten fällt man auf, wenn man nackt ist. Ah, okay. Mich würde jetzt interessieren, machst du das wirklich? Gehst du mit deinen Freunden nackt in die Sauna? Ja, und auch, ja, also Überraschung, ja. Es gibt auch seit heute eine Easy German-Episode dazu. Ja, wir haben heute, also wir waren nicht zum Spaß in der Sauna, wir haben dort natürlich gedreht. Ja, ich habe schon gehört von der Postproduktion, es wird eine Verpixelung dieses Videos geben. Ja. Genau. Na, es ist so, dass das nicht nur in der Sauna so ist, sondern im Fitnessstudio, in jeder Schule in Österreich. Hey, Es gibt nur was? gemeinsam Duschen. Es Ach gibt so, nur okay. Duschen, wo alle ungetrennt nackt zusammen sind. Das heißt, in jedem Fußballclub, in jeder Schule, in jedem Fitnessstudio Ja. sind Menschen gewohnt, sich gegenseitig nackt zu sehen.
Finde ich ganz furchtbar. Da gewöhnt man sich dran, glaube ich. Gewöhnt man sich dran, ja. Finde ich interessant. Also in Deutschland gibt es ja auch diese FKK-Kultur und das ist wirklich einfach von Familie zu Familie ein Kulturschock. Also wir haben zum Beispiel Urlaub gemacht mit den Cousinen und Cousins und die waren am Strand alle nackt und wir nicht. Ja, das ist dann komisch, oder? Das ist komisch, ja. Aber ich würde jetzt mich nicht ausziehen, nur damit wir gleich sind. Nein, es ist tatsächlich so, dass in die FKK-Bereiche auch FKK-Pflicht ist. Wenn man in dem Bereich ist, dann muss man auch nackt sein, weil sonst ist es komisch. Ja. Crazy, Manuel. Hast du eine FKK-Vorliebe? Hier sind noch so viele Themen. Lass uns doch mal weitergehen. Okay, es geht jetzt um das Thema Zeit. Einigen Leuten ist aufgefallen, also erstmal Sonntag ist ein strenger Ruhetag, haben wir schon drüber gesprochen. Und Österreicher mögen es früh aufzustehen. Stimmt das? Es ist immer schwer zu beurteilen, wie das in anderen Ländern ist, aber ja, das stimmt. Wann stehst du auf? Also ich bin ein Langschläfer, drum. Ich also Matthias hat heute Morgen unser Frühstück um 9:30 Uhr verpasst. Ja, ich bin um 10:20 Uhr erst gekommen, ja, das ist genau. Okay. Also ich schlafe gerne lang, aber man sieht schon, Österreich steht eher früh auf, aber geht auch früh schlafen. Ja, also, weil die Supermärkte ja zu sind. Und dann, was soll man dann noch machen? Da gibt's keine Spätis offen. Und es gibt kein Bier mehr, wenn ich Richtig. jetzt noch... Ich habe heute schon, das ist meine Panik, ich habe jetzt eben im Kühlschrank nochmal durchgezählt. Was mache ich, wenn um 22 Uhr der Wein leer ist? Ja, Tankstelle, Bushaltestelle oder Bahnhof oder, dann muss ich zum oder nächsten nüchtern bleiben. Ja. Oder schlafen gehen. Richtig, schlafen gehen. Ja. Matthias, unser nächstes Thema ist Arbeit. Julia aus Belarus, du sitzt hinter mir, ja, nimmt mal schon mal Augenkontakt auf. Julia behauptet, die Österreicher arbeiten ungern am Nachmittag. Stimmt das? Kann ich so nicht bestätigen. Also ich arbeite total gern, weil ich das alles mag, was ich arbeite. Aber das ist natürlich schwer. Am Nachmittag, also so eine Pause nach dem Mittagessen, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Möchtest du das erklären, Julia? Warte, wir bringen dir ein Mikrofon. Ich bin total gespannt. Ja. Hallo. Also ich studiere in Graz und ich arbeite auch an der Uni, wo ich studiere, und ich habe gemerkt, also ich arbeite manchmal am Nachmittag, also von 14 Uhr bis 16 Uhr normalerweise, und in dieser Zeit ist es so schwierig, die anderen Abteilungen zu erreichen, weil die eben, es kommt mir vor, ist einfach keiner mehr da, so vor 12 Uhr geht und ab 12 Uhr es stirbt einfach alles aus. Finde ich. Weil die Österreicher früh aufgestanden sind. Die arbeiten schon ab 6. Genau. Musst vielleicht auch mal früher. Musst du auch früh aufstehen. Ist das so hier? Also Ruhezeiten sind 22 bis 6 Uhr. Das ist so die generelle Nachtruhe überall und Sonntag ganzer Tag. Aber es stimmt, dass ganz viele Unternehmen auch nur Sprechzeiten am Vormittag unter der Woche haben. Also auch, und Behörden auch. Also das kann gut sein. Ist ja schlimmer als in Deutschland. Es ist ein Land mit viel Lebensqualität. Die Leute machen gerne frei. Wirklich, Richtig. Ne? Matthias, unser nächstes Thema, es wird jetzt ernst. Okay. Es geht um den Charakter, um die Freundlichkeit der Österreicher. Da habe ich nämlich verschiedene. Entschuldigung, gleichzeitig wieder mal, für was immer kommt. Ich habe dafür so verschiedene Stimmungen wahrgenommen. Ja. Erstmal schreiben einige Leute, zum Beispiel Lilith aus Armenien schrieb, typisch österreichisch ist grantig sein und sich immer über etwas Kleines beschweren. Ja, bestätige ich, ja. So was Ähnliches, bestätigst du das? Schon wieder keine zweite Kasse. Ja, genau. So was Ähnliches schreibt Matthias aus Schweden, dass Menschen eine gewisse Grantigkeit an den Tag legen. Es hat eine gute Art und Weise, schreibt er. Also, was ist denn diese gute Grantigkeit? Vielleicht können wir erstmal das Wort erklären. Grantig. Grantig, das ist so eine Mischung aus ein bisschen unzufrieden und verstimmt, aber jetzt auch nicht wirklich ein sehr starkes Gefühl. Grantig ist auch, wenn man mal keine Lust hat oder so. Und das gute grantig sein ist, weil wir einfach nicht sehr viel haben, über das wir uns beschweren können. Somit nehmen wir einfach kleine Sachen, über die wir uns beschweren. Wirklich. Österreich ist so toll, da gibt es gar nichts. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch so gesagt, ja. In Deutschland würde man sagen, Klagen auf hohem Niveau. Genau, Machen genau, wir aber ganz ja genau. auch, muss man sagen. Ja. Kennst du dieses Wort grantig? Benutzen wir das auch? Ich
kenne das, aber wir benutzen das nicht. Nee. Du Grandler. Bisschen schlecht gelaunt könnte es auch sein. Ja. Genau. Das klingt Verstehe. süß. Ach, der Süß, Matthias gell? ist heute wieder Grantig. so grantig. Ja, Ja. also ich kenne das von mir gar nicht so sehr. Also Nee. ich bin sehr selten grantig, muss ich sagen. Aber Ja. in Wien zum Beispiel ist das schon was ein bisschen zur Kultur der Stadt dazugehört. Ah, okay. Genau. Wien, ist das typisch wienerisch? Ja, zum Beispiel typisch für Servicepersonal in Wien. Da gibt es alteingesessene Lokale, wo man einen richtig grantigen Kellner okay. bekommt. Wie in so- Berlin. Genau. Haben wir was gemeinsam. Schön. Schön. Genau. Jetzt kommt ein Thema, das dazu passt, aber irgendwie nicht. Also einmal auf der einen Seite meckern die Österreicher, die sind unzufrieden. Auf der anderen Seite sind die Österreicher total höflich und freundlich und konfliktscheu. Anna schreibt zum Beispiel, ein Kulturschock war, dass die Menschen nicht besonders direkt sind. Sie versuchen immer freundlich zu sein, auch wenn sie es nicht echt meinen. Das ist für mich ab und zu anstrengend noch. Das heißt, wir haben heute schon so eine Szene gespielt in unserem Video. Für dich zum Beispiel, wenn du mit Deutschen unterwegs bist, wir sitzen in einem Restaurant. Der Kellner, den hat Manuel gespielt, bringt das falsche Getränk. Die Deutschen würden sich sofort beschweren und sagen, ich habe das Wasser mit Sprudel bestellt. Und Ja, ich du würde es einfach trinken. würdest einfach trinken, du würdest niemals dich beschweren, weil das ist unhöflich. Ja, das stimmt. Also Unhöflichkeit, ich glaube, es geht vielmehr um die Direktheit. Österreicher sind sicher nicht so direkt. Das hat Vor- und Nachteile. Weil auf der einen Seite kriegt man oft ein nettes Wort, so, hey, kommst du heute Abend so nah? Leider, ich kann nicht, ich habe so viel zu tun. Und die Direktheit wäre halt, mich freut es nicht, ich ziehe die halt sicher nicht, ich bleibe lieber daheim. Also es ist immer mit einer bisschen Entschuldigung oder mit einem, ja, sie rechtfertigen in Österreich. Also die Direktheit ist nicht so sehr da. Das ist interessant, ne? Also ihr würdet lieber einfach zu etwas einstimmen, was euch nicht gefällt, Ja. als euch beschweren. Und- Aber wenn ihr alleine seid, dann meckert ihr. Ja, oder unter uns, dann meckern wir auch gerne. Ja. Aber du empfindest Fremdschämen, wenn wir Ja. meckern, zum Beispiel im Restaurant. Zum Ja. Beispiel gestern hat das ein bisschen gedauert, als wir zusammen Abendessen waren und ich wollte direkt so winken, dass mal auf uns. Genau, und du hast so einen Facepalm gemacht. Ja. Das ist dann. Das tut dir weh dann. Genau. Ja, das war so, die Deutschen sind wieder da, okay, das ist okay. Hallo, wir warten hier schon 3 Minuten. Und das Wasser fehlt noch. Ich habe extra vorher im Restaurant angerufen und habe gesagt, ich komme mit einer Gruppe Deutschen, wundert euch nicht. Wirklich? Hast du das nicht? Nein. Aber hättest du gerne gemacht? Hätte ich besser gemacht, ja. Ja, weil es war dir dann doch peinlich. Du hast dann noch gesagt, wären wir mal in ein Restaurant gegangen, Wo ich sonst nicht hin. wo die Menschen mich nicht kennen. Ja, Genau. Ja, das tut mir leid. Ja. Alles gut, alles gut. Slavka, wo bist du? Du hast auch eine interessante. Nee, bist du das gewesen? Haben wir noch eine Slavka? Gibt es noch eine, ja? Okay. Das warst du. Hast du das geschrieben mit dem Brief vom Bürgermeister? Ja. Ja. Erzähl doch mal. Du wohnst in einem Dorf und was passiert dort in diesem Dorf? Ja, ich wohne in einem sehr kleinen Dorf im Burgenland. Wir haben nur 600 Einwohner. Und immer, wenn jemand bei uns Geburtstag hat, dann bekommt man Geburtstagskarte, direkt vom Bürgermeister unterschrieben. Und immer zum Geburtstagstag oder Namenstag bekommt man ein Geschenk. Etwas von Bäckerei, Ja, Schokolade. total oder schön, ja. Etwas Persönliches immer. Also das ist eigentlich ganz normal, total. Also ich komme auch aus einem kleinen Dorf und zum Beispiel unsere Nachbarin hatte, glaube ich, den 60. Geburtstag und sie ist am Balkon gestanden und ich bin vorbeigegangen und habe gesagt so, hey, war der Bürgermeister schon da? Und sie sagt, na, aber der Pfarrer. Also es kommt der Bürgermeister und der Pfarrer normalerweise vorbei. Also in Wien kriegt man auch zu großen, runden Geburtstagen zumindest einen Brief vom Bürgermeister. Es sind, glaube ich, zu viele Menschen in Wien, dass der Bürgermeister vorbeikommt. Aber gerade in den kleinen Dörfern ist es ganz normal, dass ein nahe Verhältnis zu den Opinion-Leadern. Den Opinion-Leadern? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, die kleinen Influencer in der Gemeinde besteht. Ach so. Pfarrer, Slavka ist Bäcker. also ein Influencer. Nein, ich würde sagen, der Bürgermeister, Aha. der geht hin und macht es. Ja, das sind okay. unsere Mini-Influencer im Dorf. Du kriegst den Brief, damit du ihn wieder wählst, Slavka. Das könnte natürlich auch ein bisschen Grund haben, aber Ja. Manuel, unsere Episode ist fast rum. Haben wir noch Zeit für ein letztes Ja, Thema? klar. Okay, das letzte Thema, Matthias, zum Thema Kulturschock Österreich ist in der Kategorie Style.
Und da würde ich mal Valerios Kommentar vorlesen. Er schreibt, was ist los mit eurem Sonnenbrillengeschmack? Die meisten Menschen sehen aus wie Robocop. Ja, ich meine, Geschmack kann man sich nicht kaufen. Da muss man sagen, ist ganz klar. Ich habe keine Ahnung. Mir ist das noch nicht so aufgefallen, aber ich bin ja von da, das heißt, Ja. sehr Möchtest du das interessant. vielleicht erklären, Valerio? Ja? Manuel bringt dir das Mikrofon. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bist du sehr gespannt, ja. Du wirst böse. Ich glaube, es ist vielleicht für Ski, Skifahrer. Also sie sehen aus wie ein Skifahrer, aber sie auf der Straße. Das ist ein bisschen komisch. Ist nicht so cool, Matthias. Naja, immer im Auge des Betrachters. Ja. Ist mir noch nicht so aufgefallen, aber ich finde schräge Sonnenbrillen auch ziemlich cool. Manuel, wir haben noch ein letztes Thema, Ja. was dich interessiert. Das wolltest du jetzt dann auch noch hören. Es geht um Technik und Digitalisierung. Ja, da bin ich gespannt, ob das hier besser läuft als in Berlin. Julia sitzt da drüben, ne? Der ist einiges hier aufgefallen. Julia, ist Sollen wir auf vielleicht Plätze tauschen? Julia sagt erstens schlechtes Internet, zweitens altmodische Websites und Apps. Das ist typisch Österreich. Spannend. Schon mal aufgefallen, Matthias? Nein, also ich weiß, dass ganz viele andere EU-Länder da zum Beispiel viel weiter sind, wenn man Litauen und gerade diese nordischen Länder sich anschauen. Aber im Vergleich zu Deutschland sind wir super. Was hast du? Nicht schwer, nicht schwer. Da wird jetzt geklatscht. Wie schnell ist dein Internet zu Hause? Zu Hause habe ich 500 Megabyte pro Sekunde. Wieso, was ist Ja, ist gut. Also ziemlich gut, Megabit ja, es ist- wahrscheinlich. genau. Ja, Es ist aber, ziemlich- Manuel gut korrigiert? aber es also Berlin ist leider Katastrophe. Oh je, das ist schade. Dann hat noch Olga geschrieben. Ist Olga hier? Ja, vielleicht du. Ja, ist dir aufgefallen, dass hier sehr viele Sachen per Post geschickt werden, obwohl die IT eigentlich hochentwickelt ist? Was ist da der Grund, Matthias? Das sind ganz schön schwierige Fragen, für was wir da jetzt. Ja, du musst aber jetzt für ganz Österreich Für ganz Österreich herhalten. muss ich jetzt sprechen. Ich nehme an, dass da die Post was mitzureden hat. Damit Die die auch noch ein Post Geschäft hat. will ihr Monopol behalten. Ja, genau. Also bei ganz vielen Unternehmen, wenn ich mir das anschaue, mein Strom und so weiter, da gibt es ganz oft die Möglichkeit, dass man aktiv sich einloggen muss und die Papierbestellungen wegwählen muss. Also das ist nicht per Default oder Opt-out. Standard Opt-out, genau. Ja. Und wir müssen sozusagen, aber das Grundsetting ist immer Brief. Und wenn man das dafür macht, ist er billiger, weil dann zahlt man die Postgebühr von den Briefen nicht. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr da seid und das online haben wollt, muss man das umstellen, aber selber. Okay, also ein Tipp für alle Menschen, die in Österreich wohnen, aus wie sagt man das jetzt, aus dem Briefverkehr rausoptieren. Rausoptieren. Oh. Einfach abbestellen, die Briefe. Genau. Ja, das ist interessant. Leute, das war eine schöne Sendung. Wir sind schon am Ende des offiziellen Teils von dieser Podcast-Episode. Ihr könnt alle traurig sein. Traurig, einmal alle richtig traurig. Aber Aber ihr habt Glück, die hier noch sitzen. Richtig. Denn wir machen noch eine Aftershow mit euch. Es gibt eine gigantische Aftershow, denn jetzt geht's erst richtig los. Wir haben Fragen gesammelt. Wir haben gefragt, wenn du einen Österreicher alles fragen könntest, was wäre das? Und diese Fragen stellen wir jetzt gleich in der Aftershow. Und wenn ihr das zu Hause auch hören möchtet, könnt ihr ein Mitglied werden von Easy German. easygerman.org/membership in der Podcast-Membership oder höher. Dann hört ihr zu jeder Episode eine Aftershow. Meistens ist das nur Kari und ich, wie wir noch so ein bisschen über Wieso unsere nur? Kalendereinträge diskutieren. Wann können wir uns treffen? Aber heute wird es ein bisschen größer. Heute wird es eine Sehr richtige cool. Show nach der Show geben. Wir freuen uns, wenn ihr uns als Mitglied unterstützt. Danke, dass ihr alle hier wart. Das ist auch eine tolle Unterstützung, denn es ist so schön, euch alle in Person zu sehen und euch in die Augen zu gucken und auch mal zu erfahren, wer sind eigentlich die Menschen, die uns da jeden Tag zuhören. Total. Bis bald, liebe Leute. Schön, dass ihr da wart. Viert euch. Ciao, ciao. Ciao!